Hey ihr Lieben, ihr habt abgestimmt, der Gewinner ist, Trommelwirbel, Phantasma geworden. Daher schauen wir uns heute mal das Projekt Phantasma und den Soul Token genauer an. Den aktuellen Themenabschnitt blende ich dir wie immer oben mit ein. Wenn dir meine Videos einen Mehrwert bieten, dann teile das Video mit deinen Freunden und Bekannten und lass uns immer mehr Menschen helfen, Krypto besser zu verstehen. Über meine Patreon-Seite kannst du mich und meine Arbeit außerdem unterstützen. Das sind alles wie immer meine eigenen Recherchen zu einem Projekt und daher auch keine finanzielle Beratung. Zunächst erst einmal, was ist Phantasma? Hinter Phantasma steckt eine Blockchain-basierte Plattform, die Lösungen für Menschen im Alltag anbieten möchte. Nutzer sollen im Ökosystem mittels alltagstauglicher dezentraler Apps profitieren können. Das Phantasma Mainnet ging dazu 2019 an den Start. Soul ist der systemeigene Haupttoken der Phantasma Blockchain. Zum Zeitpunkt des Videos ist Phantasma auf Rang 338 von CoinMarketCap gelistet und verfügt über eine aktuelle Marktkapitalisierung von über 109 Millionen Euro. Welches Problem möchte jetzt Phantasma lösen? Phantasma möchte für bestimmte Anwendungsmöglichkeiten in der Blockchain-Welt die Interoperabilität lösen. Unter Interoperabilität verstehen wir einen erfolgreichen Austausch von Netzwerken untereinander. Ausgetauscht werden können Tokens, Daten, D-Apps, Technologien und vieles mehr. Wenn du noch mehr zu diesem Thema Interoperabilität wissen möchtest, schau dir dazu noch mal meine anderen Videos an, wie zum Beispiel zu Polkadot und Quant. All diese Projekte beschäftigen sich auch eben mit der Interoperabilität. Nur für verschiedene Use Cases und mit verschiedenen Lösungsansätzen. Kommen wir jetzt zurück zu den Anwendungsmöglichkeiten, auf die sich die Lösungen von Phantasma schwerpunktmäßig konzentrieren. Das sind die Bereiche rund ums Gaming und Unterhaltung, Kommunikation, Marktplatz und dem Speichern von Daten. Welche Lösungen möchte Phantasma nun für diese bestimmten Bereiche anbieten? Punkt 1 ist die Lösung für das Speichern von Daten für D-Apps. Im Phantasma-Ökosystem sollen die Teilnehmer mittels alltagstauglicher D-Apps profitieren können. Diese Lösungen sind weniger für große Datensätze wie die von Filmen gedacht. Ein derzeitiges Online-Game spielst du auf einer Plattform. Solch eine Plattform wird durch einen externen Server betrieben. Auch eine dezentrale App benötigt häufig eine zentral verwaltete Webseite als sichtbare Präsentationsebene für dich als Nutzer. Problem dieser zentralen Verwaltung? Entweder können solche Internet-Service-Anbieter jederzeit die Webseite blockieren, oder ein Spieleentwickler möchte sein Spiel zum Beispiel aufgrund finanzieller Gründe nicht mehr betreiben und zieht dann einfach den Stecker. Das war's, Klappe zu, Affe tot. Der Vorteil besteht nun bei der dezentralen Speicherlösung von Phantasma darin, dass die Blockchain-Technologie genutzt wird, um die Daten von D-Apps dezentral zu beziehen und vollständig über Phantasma zu hosten. Die Dateien werden dabei portioniert und mehrfach kopiert über die einzelnen Speicherknotenpunkte im Netzwerk gesichert. Diese Speicherknotenpunkte entsprechen dabei den Blockproduzenten der Blockchain. Zusätzlich werden dabei die Daten verschlüsselt, sodass wichtige Informationen von solchen Apps nur durch einen genehmigten Zugangsschlüssel gelesen werden können. Eine weitere Lösung, das Cosmic Swap System. Mit dieser sogenannten On-Chain-Liquiditätslösung können Nutzer ihre Tokens automatisch innerhalb einer einzelnen Plattform tauschen, ohne dass sie das dann noch über eine zusätzliche Exchange machen müssen. Dann als nächsten Punkt ein integriertes Namenssystem. Dieses System erleichtert die Massenadaption für den Alltag, indem jeder Wallet-Adresse ein Name zugeordnet wird. Will Mark also in dem Beispiel an Chris einen Soul verschicken, braucht er nicht mehr die öffentliche Adresse, sondern nur noch den Usernamen Chris Manne eingeben. Dieses Feature bieten auch andere Netzwerke an. Bei Phantasma ist es jedoch, wie der Name integriert schon sagt, direkt im Code angelegt, im Gegensatz zu einem zusätzlichen, nachträglich angelegten Protokoll. Dann die Lösungen für den NFT-Bereich. Auch im Hauptcode direkt integriert ist das Erzeugen von NFT-Tokens, was die Blockchain insbesondere interessant für den Gaming-Bereich macht. Auch sind Lösungen verschiedener Oracles als nächste Generation von sogenannten All-in-One-Oracle-Systemen auf der Blockchain eingebettet. Oracles sind vereinfacht ausgedrückt sowas wie die Wahrsagerkugelsysteme von Netzwerken. So eine Wahrsagerkugel prophezeit einem Netzwerk von außerhalb wichtige Informationen. Diese Daten werden dann von Oracles gelesen und dann an Phantasma im richtigen Format übersetzt. Das braucht ein Netzwerk, um dann zum Beispiel weitere programmierte Abläufe auszuführen. Die Phantasma Oracles sollen nun Informationen in nur einem Schritt von außerhalb anfragen können.
3 Arten von Oracles bietet das Netzwerk dafür an. Nummer 1 sind die sogenannten interoperablen Blockchain-Oracles, wie zum Beispiel aktuell Blockdaten aus dem Ethereum-Netzwerk. Nummer 2 sind Preis-Oracles wie Echtzeitdaten von Bitcoin oder dem Europreis. Und Nummer 3 stellen Drittanbieter-Oracles dar, wie zum Beispiel Wetterdaten oder Sportergebnisse. Welche Partner konnte Phantasma bisher gewinnen? Hier siehst du in einem Überblick die aktuellen Projekte im Ökosystem eingeblendet. Partner wie die Blockchain Game Allianz, wo auch große Netzwerke wie Sandbox als Mitglieder vertreten sind, oder Safe Planet Earth sind mit am Start. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf 3 spannende Projekte auf dem Phantasma-Netzwerk ein. Das australische Game-Studio Goati entwickelte auf Phantasma den Pavilion Game Hub. Pavilion ist eine Plattform, die Gaming und Blockchain nahtlos miteinander verbinden möchte. Der Game Hub lässt sich direkt mit dem Steam-Account verknüpfen. Die eigene Steam-Spielebibliothek kann in den Hub importiert werden und als zentraler One-Stop-Shop genutzt werden, um zum Beispiel Spiele in Krypto- oder Fiat-Währung zu kaufen und volle Kontrolle über die eigenen Spielelizenzen und Ingame-Assets zu erhalten. Ein weiteres Projekt von Goati, welches die smarte NFT-Lösung nutzt, ist das PC-Game 22 Racing. Jeder Gegenstand, ob Auto oder nur ein Fahrzeugteil, ist ein NFT. Damit ist definiert, wie das Auto aussieht und aus welcher Produktion es entstammt und dementsprechend, wie wertvoll es dann ist. Spieler können aus einzelnen Autobausteinen ein Auto bauen und ein neues NFT aus vielen einzelnen NFTs entsteht. Zerlegte Autoteile können dann auf dem freien Markt wiederum gehandelt werden. Phantasma zählt darüber hinaus zu den unterstützten Netzwerken vom Cross-Chain-NFT-Marktplatz Ghost Market. Weitere unterstützte Netzwerke von diesem Marktplatz sind Binance, Neo, Avalanche und Polygon. Allesamt bereits sehr bekannte Netzwerke. Wir kommen als nächstes zu den Tokenomics. Sol ist das Staking- und Governance-Token im Ökosystem. Dazu zählt auch das demokratische Voten von Blockproduzenten. Weitere Verwendungsweisen sind hier im Bild eingeblendet. Im Phantasma-Ökosystem gibt es neben dem Sol-Token noch einen weiteren Token, der sich Kcal als Ableitung von Kilokalorien nennt. Kcal ist der Phantasma Energy Token und der Treibstofftoken, der die Blockchain befeuert und zum Beispiel bei Netzwerkgebühren für Transaktionen verbraucht wird. Weitere Verwendungen von Kcal kannst du im Bild entnehmen. Wir sprechen hier bei Phantasma von einem dualen Tokensystem, um den Netzwerknutzen mit einem ausgewogenen Tokenverhalten zu steigern. Sol und Kcal sind hier sowas wie Yin und Yang aus der chinesischen Philosophie. Auch bei VeChain existiert by the way ein duales Tokenmodell mit 2 Tokens. Zum einen der Haupttoken VET und das sekundäre Gas-Token WTHO. Für mehr schau dir auch nochmal einfach mein VeChain-Video an. Wie funktioniert das Ganze? Jeder, der Sol staked, erhält automatisch für 1 Sol am Tag 0,002 Kcal als Reward. Das heißt, 1000 Sol erzeugen 2 Energy Tokens pro Tag. Kcal kann damit direkt fürs Netzwerk genutzt werden. Dabei gibt es jetzt entweder die Option, die Rewards in Form von Kcal aufs eigene Wallet oder direkt an ein anderes Phantasma-Wallet verteilen zu lassen. Wie in diesem Beispiel stakest du 1000 Sol, das macht 2 Kcal. Davon möchtest du 1 Energy an deine Mutter, 0,5 an deine Schwester und 0,5 an einen Freund verteilen. Die geteilten Rewards an deine Freunde helfen diesen wiederum, sich schneller mit Phantasma vertraut zu machen. Neue Nutzer ohne Vorkenntnisse können bereits von Anfang an hilfreiche D-Apps nutzen, ohne dass sie vorher Berührungspunkte mit Sol oder irgendein technisches Vorwissen hatten. Stell dir einfach mal vor, du schickst eines Tages deinem Opa mal einen Energy-Token auf sein Wallet. Schon cool, oder? Die gestakten Sol und Kcal müssen dann zunächst auf dem verteilten Wallet für 24 Stunden gehalten werden, bevor sie entweder frei verwendet werden können oder im Staking-Modus bleiben und dabei weiter Rewards erzeugen. Gegen eine geringe Gebühr können die Kcal auch schon früher entblockt werden. Teilnehmer mit 50.000 gestakten Sol dürfen sich Sol Master nennen und erhalten monatlich weitere Benefits. Wie sind die Tokens im Netzwerk nun verteilt? Der Sol-Token verfügt derzeit über eine maximale Supply von rund 104 Millionen Tokens. Um das Wachstum des Ökosystems über die nächsten Jahre zu fördern und abzusichern, wurde zu den 100 Millionen Tokens eine jährliche Inflationsrate von 3% hinzugefügt. Von den 3% gehen 2% als Belohnung an die Netzwerkvalidatoren. Die Gewinne werden dabei monatlich ausgeschüttet. 1%, also
Ein Drittel geht ebenso monatlich ausgeschüttet an die Phantom Force Foundation. Diese Foundation möchte mit diesem Anteil die Community-Entwickler für ihre Arbeit angemessen belohnen und weitere Entwickler auf diese Weise anziehen. Monatlich wird entschieden, in welche Projekte dabei der aktuelle Gewinn investiert werden soll. Schauen wir uns den Token und das Preisverhalten an. Zum Standpunkt des Videos im März 2022 beträgt Sol rund 1,05 €. Sein Allzeithoch erreichte der Token Anfang Dezember 2021 mit 3,59 €, knapp $4 also. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 109 Millionen € liegt Phantasma Stand des Videos im März 2022 auf Rang 338. Die aktuelle Rendite liegt bei rund 400%, hättest du Sol zum Zeitpunkt der Markteinführung laut CoinMarketCap gekauft. Der Sol-Token wird von CoinMarketCap übrigens in dem Krypto-Themenbereich digitale Speicherung gelistet. In dieser Liste belegt Phantasma aktuell Rang 11. Du siehst hier auch weitere Coins wie zum Beispiel Filecoin, die mit digitaler Speicherung zu tun haben. Angenommen, wir würden jetzt nur anhand des Marktvolumens gehen und uns überlegen, was passieren würde, wenn die dezentrale Speicherlösung von Phantasma für immer mehr D-Apps interessant werden würde und dann das Marktvolumen von Filecoin erreichen würde. Dann wären wir aktuell bei einem Preisverhalten von mal 26, bei einem Preis von ca. $30 für Sol. Mit $30 für Sol wären wir rund 7,5 Mal vom Allzeithoch von knapp $4 entfernt. Und das ist dann wiederum gar nicht mal so weit weg, oder? Wie kannst du jetzt Sol kaufen und aufbewahren? Du kannst Sol auf Exchanges wie KuCoin, Gate.io oder Uniswap zu den üblichen Handelspaaren wie mit Bitcoin, ETH oder USDT erwerben. Auch Keycale-Tokens kannst du derzeit zum Beispiel auf einer Exchange wie Uniswap mit dem Handelspaar ETH erwerben. Einmal erworben, hast du viele Möglichkeiten, deine Sol-Tokens aufzubewahren. Phantasma bietet dazu Soft-Wallets wie zum Beispiel das Poltergeist Wallet oder das Act Wallet an. Poltergeist kannst du dir zum Beispiel auf das Handy vom Play Store herunterladen, das Act Wallet zum Beispiel im Chrome Web Store als Browsererweiterung. Unabhängig davon unterstützen weitere Soft-Wallet-Anbieter wie zum Beispiel das mobile Trust Wallet oder Metamask die Aufbewahrung von Sol-Tokens. Gehen wir über zum Abschnitt Technologie. Zunächst, wie kannst du dir diese Netzwerkarchitektur vorstellen? Die Phantasma Blockchain kann bis zu 10.000 Transaktionen pro Sekunde ermöglichen. Der Hauptkette können sich unterstützend beliebig viele weitere Seitenketten anschließen. Auch auf den Seitenketten sollen dann ebenfalls bis zu 10.000 Transaktionen pro Sekunde parallel getätigt werden. Unabhängig voneinander sollen einzelne D-Apps auf den jeweiligen Seitenketten laufen. Sinn des Ganzen: das gesamte Netzwerk soll somit immer höher skalierbarer werden und gegen Spam-Attacken sicherer gewappnet sein. Entwickler können mittels der Interchain-Technologie von Phantasma ihre Ideen zwischen den Ketten interoperabel austauschen. Wer validiert nun die Transaktionen im Netzwerk? Die Phantasma Blockchain verwendet als Zustimmungsmechanismus eine Proof-of-Stake-Variante. Die Validatoren, die die gültigen Transaktionen bestätigen, werden hierbei auch als die Blockproduzenten, kurz BP, bezeichnet. Unterschieden wird zwischen aktiven und Standby-BP. Aktive BPs erhalten logischerweise mehr Rewards als die Standby-Blockproduzenten. Bleibt ein Blockproduzent mit seiner Rechenleistung über einer Stunde inaktiv, wird er automatisch zum Standby-Validator. Für ihre Arbeit werden die BPs mit Anteilen an den Transaktionsgebühren sowie Anteilen aus der jährlichen Inflationsrate entlohnt. Wer Validator werden möchte, muss mindestens Sol Master sein. Jeder Teilnehmer, der Sol staked, kann am Ende jeden Quartals in einem demokratischen Voting aus allen Validatoren, ob aktiv oder Standby, seine Stimme für die nächsten aktiven Blockproduzenten abgeben. Die mit den meisten Stimmen gewinnen die ersten Plätze. Absteigend werden dann die weiteren Plätze befüllt. Weiterhin kann mittels des On-Chain-Regierungssystems demokratisch zum Beispiel über Updates wie Netzwerkgebühren, Blockgröße oder die Finanzierung der Foundation abgestimmt werden. Die Stimmrechtsstärke innerhalb einer Community-Umfrage wird je nach Höhe und Dauer der bisher gestakten Sol-Tokens gewichtet. Bei Entscheidungen nur unter den Blockproduzenten haben alle Blockproduzenten das gleiche Stimmrecht. Darüber hinaus existieren weitere Netzwerkregeln, an die sich die Umfrageteilnehmer zu halten haben. Letztendlich erhofft man sich dadurch einfach, eine Netzwerkabspaltung, also Forks, zukünftig zu vermeiden und eine neue Ebene der Dezentralisierung im Netzwerk zu erreichen. Wer steckt hinter Phantasma?
Hinter dem Kernteam von Phantasma stecken der Webseite Nachtsinn derzeit 10 kluge Köpfe. Beispielhaft möchte ich zumindest den Gründer Sergio Flores erwähnen. Sergio Flores ist Entwickler, Blockchain und Smart Contract Experte. Dazu beteiligte er sich als Creator beim Blockchain-Game Nacho Man und bereicherte mit seinen Ideen das Fehlerbereinigungssystem auf Neo, auch bekannt als Neo Debuggers. Der Gedanke, mit Phantasma ein eigenes Projekt ins Leben zu rufen, entstand als Entwickler bei einer D-App-Competition von City of Sion, einer DLT-Softwareentwicklergruppe. Sergios D-App-Konzept mit der Kombination aus sicherer Verteilung und Speicherung von Dateninhalten wurde damals einer der Gewinner dieser Competition. Dieses Konzept übertrug er dann auf Phantasma als quasi weiterentwickelte Option zum bestehenden dezentralen Objektspeichernetzwerk der Neo-Blockchain, kurz NeoFS. Vor Beginn des Mainnets 2019 liefen die Sol-Tokens als NEP5-Tokens auf der Neo-Blockchain. Mit diesem Hintergrund kannst du vielleicht jetzt auch nachvollziehen, warum Phantasma Austauschmöglichkeiten, also sprich eine Interoperabilität zu Neo und mittlerweile auch zu Ethereum und zum Binance Smart Chain besitzt. Abschließend mein persönliches Fazit zu Phantasma. Zuerst, was sind mögliche Stärken des Projekts? Für eine der größten Stärken halte ich die strategische Ausrichtung. Diese liegt bei Phantasma vor allem auf dem Use Case, NFT, Gaming und der D-App-Datenverwaltung. Alltagstauglich wird das Ökosystem zum Beispiel durch die Einbettung eines integrierten Namenssystems oder das Feature, diese Staking Rewards an die Freunde zu verteilen. Das erleichtert den Einstieg in Blockchain-Themen für jemanden, der bisher noch nie Berührungspunkte hatte. Ein nächstes Pro-Phantasma-Argument aus Investorensicht. Bisher ist Sol noch auf nur wenigen Exchanges wie zum Beispiel KuCoin gelistet. Börsen wie Coinbase oder Binance fehlen noch. Eine potenzielle Listung könnte sich vielversprechend für das Preisverhalten von Sol auswirken. Ein weiterer Pluspunkt ist die Technologie. Ein recht kleines, jedoch kompetentes Kernteam hat das Konzept für Phantasma mit den Sidechains und dem dualen Tokenverhalten entwickelt. Durch das Governance-Modell wird die Community fest ins Netzwerk integriert. Die ersten Schritte Richtung Interoperabilität, zum Beispiel zu Ethereum, sind außerdem getan. Seit 2020 können Sol und ETH frei zwischen Phantasma und Ethereum ausgetauscht werden. Entwickler von Ethereum D-Apps können Sol zum Beispiel als In-App-Währung integrieren. Geplant sind weitere Assetklassen wie NFTs für die Zukunft. Was gibt es für mögliche Kontrapunkte? Das ist vielleicht die aktuelle Größe des Ökosystems. Das Phantasma Mainnet existiert erst seit 2019. Die Anzahl der Sol Master und Stakeholder sind noch überschaubar, wie du hier im Explorer erkennen kannst. Auch CoinMarketCap rankt allein anhand der Marktkapitalisierung Sol bisher noch nicht unter die 100. Es stehen also noch weitere große Partnerschaften und Wachstumsanreize aus. Dem ist sich Phantasma jedoch bewusst. Gerade dieses Onboarding von weiteren Unternehmen, die App-Entwicklern und ein Zuwachs an Nutzern ist laut Roadmap für 2022 geplant. Und eine weitere Einschränkung könnte sein, dass im Bereich dezentraler Datenspeicherung und Skalierbarkeit natürlich auch andere Mitspieler mit größeren Ressourcen überschneidende Lösungen anbieten. Wenn sich Phantasma weiterhin auf die Entwicklung der smarten NFTs, Lösungen für Spieleentwickler und die Apps Datenverwaltung fokussiert, hat das Netzwerk jedoch meiner Meinung nach Potenzial, im Markt gehörig mitzumischen. Ein Netzwerk muss nicht immer alles können, doch einzelne Lösungen sehr gut. Utility eines Projekts wird sich eines Tages durchsetzen, daran glaube ich zumindest. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Falls du Fragen hast oder Feedback, kommentiere einfach unter dem Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega über ein Like oder einen Kommentar von dir freuen. Wenn du noch mehr über andere spannende Kryptoprojekte erfahren willst, schau dir zum Beispiel auch mein VeChain oder Quant-Video an, wo es auch um Themen wie duales Tokenverhalten oder die Interoperabilität geht. Folg mir auch gern über Twitter. Danke dir für deine Unterstützung. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ich bin Miss Krypto und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.